Hallo zusammen, ich bin der Michi Wohleben, bin seit 15 Jahren Profi-Bergsteiger, Bergführer und Physiotherapeut. Heute soll es ums Thema Verletzungen, Rückschläge, einfach Zwangspausen gehen. Ich finde das ein ziemlich spannendes Thema. Jeden trifft mal eine Verletzung, jeder hat mal einen Rückschlag. Ich bin auch gerade an einem schwierigen Projekt wieder dran. In der Vergangenheit bei den schweren Routen habe ich immer ein bisschen versucht, neben natürlich Krafttraining, das mega viel Training bedeutet, spezifisch Kletterhalle am Fels und so weiter und so fort, auch ein bisschen mit dem Gewicht zu spielen. Man muss ehrlich sein, als Bergsteiger braucht man einen stabilen Körper, man braucht Reserven, aber man braucht nicht diese auf die Spitze getriebene Kraft eigentlich in den Fingern oder im Oberkörper, oder? Und jetzt ist es halt passiert irgendwie. Ich habe hart trainiert, habe mir eine kleine Erkältung eingefangen, beim Gewicht sicher am unteren Limit gewesen und nebenher noch als Bergführer relativ viel gearbeitet und bin jetzt quasi seit 3-4 Tagen eigentlich im Bett gewesen. Jetzt wird es langsam besser. Ich versuche solche Dinge immer positiv zu nehmen. Eigentlich ist es eine willkommene Pause, wo der Körper mal wieder komplett regenerieren kann. Und von einer Woche aus meiner Erfahrung raus ist man noch nie schlechter geworden. Also als Beispiel, ich habe mal einen Gleitschirmunfall gehabt, wo ich wirklich einen Wirbel gebrochen habe und 2 Monate im Bett sein muss. Dort hatte ich langfristige Probleme, Rücken und so weiter und so fort. Aber davon geht die Welt nicht unter. Die geht dann unter, wenn man mit dem falschen Mindset rangeht und dann glaubt, dass man nie mehr gesund wird. Die einzige Chance, mit solchen Dingen umzugehen, positiv denken, das Gute rausziehen, sagen, okay, jetzt ist eine Pause. Und dann vor allem, glaube ich, nicht, gerade wieder, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, Dreischüsse, nämlich 3 Tage im Bett und dann wieder Vollgas trainieren. Das ist auch aus physiotherapeutischer Sicht null sinnvoll, sondern man muss dann anfangen, quasi wieder klein anfangen und man wird dann sehen, dass man ziemlich schnell wieder an dem Punkt ist, wo man vorher eigentlich war. Also es ist einfach eine Erholung, eine gesunde Erholung. Als ich jünger war, war ich sicher noch getriebener und wollte auch diese Pausen eher nicht einhalten, hatte viel mehr mit Überlastungen zu kämpfen. Deswegen Tipp an euch, Pausen nutzen, mitnehmen und nicht verzweifeln, weil man mal ein bisschen erholen sich darf. Das ist das, was ich eigentlich sogar beobachte, dass die Leute eigentlich zu viel trainieren, Pausen nicht einhalten und dann die klassische Superkompensation eigentlich nie eintritt, weil man dauerhaft in einem Ermüdungszustand von einem Muskel trainiert. Und da versuche ich anders zu machen, aber es gelingt mir auch nicht immer. Das kaum jetzt mit 34 habe ich die Überzeugung, dass ich eigentlich fitter bin als noch vor 10 Jahren, dass ich wahrscheinlich sogar mehr trainieren kann und so eigentlich viel weniger mit Rückschlägen oder mit Verletzungen geplagt bin. Das genieße ich ziemlich, aus der Erfahrung zu schöpfen. Ich meine, als Beispiel, ich habe, glaube mehr oder weniger 4 Ringbandrisse gehabt, immer typisch, unaufgewärmt, unerholt und mega motiviert. Ringbandriss, ja super. Ja, und irgendwann lernt man aus den Erfahrungen und dann wird es besser, genau. Es macht keinen Sinn, 5-mal die Woche in die Kletterhalle zu laufen nach dem Arbeiten von 7 bis 5 oder sowas. Weil jeder braucht Erholung, oder? Gerade wenn man älter wird, ich merke es jetzt auch, mit 30 braucht man ein bisschen mehr Erholung als mit 25. Lieber 2 gute Einheiten pro Woche oder 3 vielleicht, was ich viel finde. Also wenn jemand am Wochenende 1-2 Tage am Fels geht, dann reicht es vollkommen unter der Woche 1-2 Mal in die Halle zu gehen. Da muss man nicht noch zusätzlich zu gehen. Deswegen fehlt mir eigentlich in der Trainingssteuerung von einem normalen Mensch viel mehr die Betrachtung von dem Ganzen. Die wichtigsten Dinge in der Erholung aus meiner Sicht ist natürlich Schlaf, gute Ernährung und auf den Körper letztendlich hören. Also nicht zu sagen, weil ich immer mittwochs in die Halle gehe, gehe ich immer mittwochs in die Halle, sondern wenn Mittwoch ich müde bin, dann gehe ich halt am Donnerstag. Das soll es jetzt gewesen sein für das Video. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und drückt die Daumen, dass ihr keine Verletzungen
bekommt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare oder lasst ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.